Hallo und willkommen beim Thema natürliche Kälberaufzucht Teil 2. Die muttergebundene Kälberaufzucht zeigt gegenüber der konventionellen einige Vorteile. Erstens, die Kälber haben häufigeren Zugang zu Milch und können mehr Milch über die ersten Lebenswochen zu sich nehmen. In einer Studie mit männlichen Kälbern wurde die tägliche Gewichtszunahme in Gramm pro Tag in den ersten 10 Lebenswochen gemessen. Es zeigte sich, dass Kälber, die beliebig viel Milch, also ad libitum, zur Verfügung hatten, hier in Schwarz als intensive Ration bezeichnet, dreimal höhere Gewichtszunahmen in den ersten 3 Wochen verzeichneten, als Kälber, die extensiv mit 4 Liter Milch plus Milchaustauscher pro Tag gefüttert wurden, hier in Grau. In einer anderen Studie von 2002 wurden weibliche Holsteinkälber entweder zweimal täglich mit ca. 10% ihres Körpergewichts in Milch gefüttert oder hatten ad libitum Milch zur Verfügung. Die Gewichtszunahme wurde über 9 Wochen aufgenommen. Ad libitum Kälber tranken 89% mehr Milch im Vergleich zu den konventionell gefütterten Tieren und nahmen 63% mehr Gewicht vor dem Absetzen zu. Bis zur 9. Lebenswoche hielten die Ad libitum Kälber einen Gewichtsvorteil von ca. 8 Kilogramm. Zweitens. Nicht nur ist der Zuwachs von Müttern aufgezogenen Kälbern höher als der von konventionell aufgezogenen Kälbern, sie zeigen auch eine höhere Produktivität später im Leben. Drittens. Die Kälber haben in den ersten wichtigen Lebenswochen sozialen Kontakt zur Mutter oder Amme und anderen Kälbern. Das hilft ihnen, sich unbekannten Situationen besser anzupassen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Kälber in einen neuen Stall oder in eine neue Gruppe gelangen oder wenn sie ein anderes Futter erhalten sollen. Wagner und ihre Kollegen haben gezeigt, dass Kälber mit permanentem Zugang zu ihren Müttern in den ersten Lebenswochen in einem 15-minütigen Isolationstest sich mehr im Raum bewegten und diesen auch tendenziell mehr erkundeten als Kälber, die mit automatischer Kälbertränke gefüttert wurden oder zweimal täglich von ihren Müttern gesäugt wurden. Auch zeigten später separierte Kälber intensiveres Sozialverhalten, wenn sie mit einem unbekannten Kalb konfrontiert waren. Daraus schließt man, dass sich das Sozialverhalten von Kälbern, die in den ersten Lebenswochen bei ihrer Mutter aufwachsen, durch soziales Lernen besser entwickeln kann. In Kanada hat ein Test mit 10 Wochen alten Holsteinbullen gezeigt, dass jene Tiere, die in Kontakt mit Kühen und Kälbern aufwuchsen, in der Grafik in hellgrau, signifikant mehr von dem neuen Futter fraßen, hier war es geschnittenes Heu oder geschnittene Karotten, und dass diese Kälber auch weniger Zeit brauchten, sich neuem Futter zu nähern, als allein gehaltene Kälber. In der Grafik in dunkelgrau. Es wird außerdem vermutet, dass das Saugen der Kälber bei den Mutterkühen tendenziell zu einer besseren Eutergesundheit als bei nicht säugenden Kühen führt. Eine geringere Anfälligkeit für Mastitis könnte zurückzuführen sein auf verbessertes Entleeren des Euters und bakterielle Inhibitoren im Speichel der Kälber. Andere Studien verweisen auf eine ähnliche Eutergesundheit bei säugenden und nicht säugenden Kühen. Durch den Kontakt von Mutter und Kalb über mehr als 24 Stunden nach der Geburt kann es zu vermehrtem und längerem Rufen der Muttertiere und Kälber in 18 und 24 Stunden nach der Trennung kommen. Eine Studie hat bereits erfolgreich gezeigt, dass eine zweistufige Separation zu 96% weniger Vokalisation bei Kälbern führt und die Tiere auch 23% mehr fressen gegenüber Kälbern, die beim Absetzen von der Milch abrupt von ihren Müttern getrennt wurden. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich Kälber und Mütterkühe während des Absetzens durch einen Zaun sehen können. Das Saugen der Kälber am Euter ist für die Kuh ein intensiverer Stimulus zur Oxytocin-Freisetzung als das Ansetzen der Melkmaschine. Das Oxytocin ist für den Milcheinschuss verantwortlich. Wenn der Milcheinschuss durch das Kalb ausgelöst wird, kann es bei Kühen, die auch gemolken werden, zu geringerem oder gar keinem Milcheinschuss führen. Um dem vorzubeugen, könnte man die Kuh im Beisein des Kalbes oder während des Saugens melken. Allgemein gibt die Kuh nach Absetzen der Kälber wieder ähnlich viel Milch wie eine Kuh, die direkt nach der Geburt von ihrem Kalb getrennt wurde. Wenn das Kalb bei der Mutter oder einer Amme aufgezogen wird, ist es wichtig, die Beziehung zum Kalb regelmäßig zu pflegen, da der Umgang mit diesen Tieren sonst später erschwert sein kann. Die Anwesenheit von Bäuerin oder Bauer bei der Geburt und das Ansprechen und Streicheln der neugeborenen Kälber ist wichtig, um sie früh positiv auf den Menschen zu prägen. Eine Gefahr, die durch das Zusammensein von Kälbern mit Mutterkühen oder Ammen besteht, ist die Kontrolle übertragbarer und besonders ansteckender Krankheiten wie der Paratuberkulose. Hier braucht es eventuell eine spezielle Anordnung oder Einteilung von Bereichen in den Kuhställen. Über die Auswirkungen einer Mutter- oder ammengebundenen Kälberaufzucht auf das Immunsystem und Krankheitsresistenz des Kalbes ist noch wenig bekannt und es braucht mehr Analysen dieses Systems.
Die Mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht findet bei Landwirten wachsendes Interesse. Sie bietet eine Alternative zur künstlichen, konventionellen Kälberaufzucht und ermöglicht es, die Kälber länger bei ihren Müttern zu lassen und ihre natürliche Beziehung intensiver auszuleben. Diese Haltungsform kann sich positiv auf die Gesundheit der Kälber und der Milchkühe auswirken. Bisher wird die muttergebundene Kälberaufzucht auf Betrieben mit bis zu 50 Kühen praktiziert und die Nachfrage von Konsumenten nach Milch aus mutter- und ammengebundener Aufzucht nimmt zu. Es gibt bereits einige Studien zum Thema und auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau hat ein Merkblatt zur mutter- und ammengebundenen Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung veröffentlicht. Wenn du mehr über das natürliche Verhalten von Kuh und Kalb erfahren möchtest, findest du einen Link zum Video in der Infobox. Danke für deine Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.